Stell dir einmal vor, du stehst am Tempeltor. Jesus ist gerade gekommen in das Gotteshaus der Frommen. Du siehst den Kummer in seinem Gesicht, doch die Menschen merken es nicht. Ihre Gedanken sind gefangen, wie sie zum besseren Geschäft gelangen. Ja, Opfer wollen sie bringen, sich aber nicht auf den Erlöser besinnen. Gottesdienst wollen sie feiern, aber nach ihrer Vorstellung sich freuen. Doch diese Art missfällt dem Herrn. Gottesfurcht ist nicht im Lärm. Und weil Jesus die Menschen liebt, ihnen ernsthaft Anweisung gibt. Erschrocken verlassen sie nun diesen Ort, können nicht widerstehen dem Allmachtswort. Plötzlich ist es im Tempel stille. Es geschieht nun Gottes Wille. Kranke, Lahme, Blinde, Taube werden gesund und es kommt Lob, Anbetung und Dank aus ihrem Mund. Das ist Gottesdienst, Gemeinschaft mit dem Herrn, in Ruhe, in Stille, im Lob und nicht im Lärm. Jesus will im Gottesdienst den Menschen begegnen und sie mit reichen Gaben segnen. Seinen Geist will er gießen aus in seinem heiligen Haus. Nun stell dir einmal vor, du stehst nicht mehr am Tempeltor, sondern hier hinten in dieser Tür und beobachtest die Gläubigen hier. Jesus wäre gerade gekommen, um zu segnen seine Frommen. Was könnte er alles beobachten? Menschen, die zuhörten oder die lachten? Würde er bleiben oder müsste er gehen? Oder würden viele wie die Händler fliehen? Oder würden hier manche geistlich gesund und würden Gott loben von Herzensgrund? Nun, denke einmal nach. Was würde Jesus heute sagen? Was würde er dich persönlich fragen? Waren unsere Gespräche in der Pause von ihm umhüllt? Oder war unser Mund von persönlichen Dingen erfüllt? Und nach dem Gottesdienst wirst du noch auf ihn hören oder andere beim Nachdenken sogar stören? Gewohnheiten zu brechen ist nicht leicht, doch Gottes Kraft auch dafür reicht. Die Entscheidung liegt nun bei dir und mir. Welche treffen wir denn jetzt und hier? Mögen wir doch Gott die Ehre geben, mit unseren Worten, mit unserem Reden. Möge unser Leben von groß und klein zu seiner Ehre würdig sein.